Auf geht's. Auf geht's. In die legendäre Holle Challenge. Ne? Es winkt Goldpass, ein lebenslang Honnes Kebab für die Ewigkeit. Ja. Deutschen neuen Rekord. Ich sag Mein Lieber, bist du ready? Ich bin ready. Weltrekord. Ja. Viel Spaß. Let's go. Jetzt geht's los. Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Big M und einer neuen Rekord-Challenge. Viele von euch haben sich natürlich gewünscht, dass ich endlich mal einen neuen Döner-Rekord angehe. Und heute ist es soweit. Wir sind extra nach Hamburg gefahren zum wahrscheinlich bekanntesten, vielleicht sogar auch besten Döner Deutschlands. Und zwar zu Honnes Kebab vom weltberühmten Holle. Holle kommt gleich noch mit dazu, aber worauf es natürlich heute hier ankommt, ist natürlich den Rekord von Ada Saatchi zu brechen. Viele von euch kennen wahrscheinlich das legendäre YouTube-Video, was Ada mit Elias Nährlich, mit Eli zusammen im Livestream gemacht hat und dementsprechend 7 Döner geschafft hat. Der, ich sag mal, aktuell offizielle Deutschlandrekord im Bereich Social Media. Und den versuchen wir jetzt zu knacken mit dem wahrscheinlich besten und bekanntesten Döner Deutschlands mit Holle. Den suchen wir jetzt auf und dann gehen wir auf den neuen deutschen Rekord aus und versuchen 8 Döner zu essen. Ihr seht es, meine Lieben, wir sind nicht mehr alleine, sondern wir haben den lieben Holle da. Guten Holle. Mein Lieber, erstens vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich freue mich, erstmal dich kennenzulernen. Wir haben das erste Mal das Vergnügen, Ja. um mit dir, ich sag mal, den neuen deutschen Rekord anzugehen. Denn, das will ich den Leuten jetzt auch sagen, du weißt es selber, es gibt einen Social-Media-Bonus, wenn du mit Kamera irgendwo hinkommst, zu welchen Dönerläden du willst. Und bei dir will ich jetzt wirklich, oder weiß ich, dieser Social-Media-Bonus fällt wahrscheinlich weg, weil du für jeden gleich den Döner raushaust. Nicht nur wahrscheinlich, der fällt 100%ig weg, weil deshalb wiegen wir unseren Döner und du kriegst ganz normal einen abgewogenen der wird Döner. sogar gewogen? Der wird gewogen. Also du hast das Fleisch, das wird gewogen und Salat wird natürlich nach Möglichkeit immer gleich platziert. Das Einzige, was sein kann, das sage ich immer offen, natürlich gebe ich mir Mühe beim Belegen. Weiß nicht, ob bei uns mal einer durchrutscht, wo die Jungs vielleicht ein bisschen auf Hektik den anders raushauen, aber von der Wertigkeit ist es der gleiche Döner wie. Warum wiegt ihr das Fleisch? Also um das gleiche Ergebnis rauszuholen, Ja. bei jedem das gleiche Ergebnis. Und wir haben halt auch unsere Mengen, die wir vorgetestet haben, die am besten schmecken. Ja. So, und deshalb wollen wir versuchen, natürlich den besten Geschmack rauszuholen im Verhältnis zu Brot und Salat und der soll immer gleich sein. Krass. Okay. Das finde ich interessant, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also da bin ich echt gespannt. 8 Döner nehme ich mir vor. Ja. Damit hätten wir einen neuen deutschen Rekord. Das ist sogar, glaube ich, Weltrekord. Also ich weiß es nicht Ja, ganz kann genau, sogar aber- sein. Wenn nicht, müssen wir dann den Nummer aufstellen. Aber 8 nehme ich auf jeden Fall vor, dann Ja. haben wir schon mal den deutschen Rekord. Und deswegen freue ich das Ganze mit dir zu machen. Das, was ich dir noch nicht gesagt habe, ich habe eine kleine Journey. Das nennt sich Big M Lifetime Pass. Ich Ja. glaube, du hast auch mal sowas gehabt wie eine Goldkarte. Ja. Pass auf, ich mache dir ein Angebot oder eine Challenge. Nicht nur, dass ich versuche, den deutschen Rekord zu brechen mit Honnes Kebab mit dir, sondern wenn ich 8 Döner auch schaffe, gibt es einen Eintrag in meinem Big M Lifetime Pass, kostenlos Honnes Holle Döner für die Ewigkeit. Was sagst du dazu? Das machen wir, aber ich muss dir eine Sache noch sagen zu der Challenge. Ja. Ne? Ich habe mal so eine Plank-Challenge gemacht, so auf den Armen halten, solange es geht. Ne? Ja. Und da hatten wir im Fitnessstudio einen Rekord, der war 11 Minuten und dann wollte ich den brechen und ich hab mir gedacht, dann war ich bei 12, ich war bei 13, ich hatte Angst, dass den gleich wieder jemand bricht Ja, ja. und dann habe ich das Doppelte gemacht. Also an deiner Stelle, wenn ich drin wäre, schon die 8 nicht durchquäle, warum haust du nicht gleich? Ja, aber ich gleich muss mehr? erst mal 8 schaffen. Ja, aber dann musst du eigentlich doch noch mal 1, 2 mehr, weil wenn dann der Ader kommt zum Beispiel, bricht den noch mal, dann musst du ja dich noch mehr zweimal durchquälen. Das hat einen Aufruf, da muss ich mit Ada zusammen dann machen, damit wir direkt schauen, wer am meisten Ja, das kann stimmt. oder sowas zum Spaß. Dann kommen wir hier hin und machen 20 Döner, dann Ja, kannst du hast du recht. den Tag zumachen. Ne? Da hast du recht, ja. Also, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe mega Bock, vor allem das Ganze auch jetzt mal zu probieren, weil ich war noch nie bei dir den Döner gegessen. Ich habe gehört, du hast auch viele verschiedene, du willst mir viele verschiedene präsentieren. Präsentier dir alles. Und du machst die selber. Ja. Und darauf freue ich mich, meine Lieben. Also würde ich sagen, lasst uns eine epische Challenge angehen, neuen Rekord aufsetzen. Holly, ich hab Bock. Gut, mein Lieber. Let's go, meine Lieben. Also meine Lieben, wir haben Platz genommen. Die ersten 2 Döner sind vor uns. Du hast ja verschiedene, ich sag mal, Döner, die zubereitet werden, beziehungsweise Arten, sage ich mal. Ja.
Was ich von dir gehört habe, ist ja auch, es soll ja auch mal Döner ohne Soße geben. Ja. Und ja. den hast du, glaube ich, hier parat, oder? Ich habe doppelt ohne Soße gemacht. Das war uns Programm. Also für mich ein guter Döner, sage ich immer, der muss auch ohne Soße die sind beide gegessen ohne werden Soße können. jetzt? Beide ohne Soße. Okay. Ja. Also einmal unser Signature-Brot, unser Fladenbrot. Genau. Vom Bäcker vom Bundespräsidenten gebacken. Und genau. Was ich krass finde, warum hast du zwei verschiedene Brotarten? Das einfach, ja, sehr gute Frage, warum ich mich eigentlich für zwei entschieden habe. Es war von Anfang an so mein Gedanke, ich möchte das normale Fladenbrot Ja. so für die Döner-Community einfach, sag Das ich mal. ist der jetzt hier, Ja, ne? genau, einen Ja. gewöhnlichen Döner wollen. Und dann habe ich das Fladenbrot abgegradet und dann wollte ich noch so ein Special, meine eigene Signatur da reingeben. Okay, und Ja. das hast du mit dem Brot Das habe ich gemacht? mit dem gemacht. Das ist halt so ein bisschen Pizza ähnlich, aber auch Sauerteig, sehr bekömmlich das Ganze. Also eigentlich hast du dir mit uns ein gutes Ding rausgesucht, Ja. weil Sauerteig steht dafür, dass es halt nicht so auf den Magen schlägt. Okay, krass. Ja. Aber der ist nur der hier dann, ne? Beide Sauerteig. Ach, beide Sauerteig sogar. ja. Okay, also es ist einfach nur von der Form anders. Form anders, aber ganz anderer Teig auch. Es ist wirklich eine ganz andere Backweise. Das ist mit italienischem Mehl. Wirklich, ich darf wie Soll ich sagt dich man? jetzt schon fragen, was du lieber magst, oder soll ich das am Ende beantworten, wenn ich schon mal ein bisschen probiert habe? Du kannst mich später fragen. Ich habe zwar die Antwort natürlich parat, Dann aber frage ich dich später, dann antwortet er später. ja. Ja, mein Lieber, aber dafür würde ich sagen, ist alles angerichtet. Ne? Was ist an Salat alles drauf? Hier haben wir eigentlich so einen Klassiker: Zwiebeln, Petersilie, Lollo Biondo. Dann haben wir Tomaten und Chilis. Und hier haben wir Rucola, mit der Gefahr, dass du gar keinen Rucola magst, aber dann hast du halt Pech gehabt, habe ich mir Ich gedacht. esse alles. Ja? Ich bin ganz einfach. Ich bin auch alles. Ich bin so Ich einfach esse wirklich alles. Ja, und dann sind da noch Zwiebeln und der berühmte Holle-Salat, der ist aus Porree. Den hast du auch nirgendwo auf dem Döner. Kann sein, dass jetzt mal jemand nachgemacht Ja. hat, aber den gab es vorhin nirgendwo auf dem Döner. Ich hab so viel Gutes von dir gehört, von dem Döner. Viele haben gesagt, wenn du da mal hingehst, ne, dann lass es dir gut gehen. Und Leute, was ich euch jetzt schon sagen kann, wir sind seit 9:30 Uhr hier, Holle ist ein bisschen später gekommen. Ne? Und um kurz vor, ich glaube 10:30, standen die Leute hier schon Schlange. Da Ja. war noch gar nicht auf. Ja. Und das habe ich noch nie gesehen. Und das ist nicht eine neue Öffnung, sondern es ist einfach ein normaler Hype hier, also normaler Alltag. Ja. Holle, ich habe Hunger, ich habe Bock. Ich würde sagen, wir Stark schauen ist die mal, wie Zeit, lange ja. ich brauche für 8 Döner. Versuchst du auch Geschwindigkeit zu geben oder ist Nee, egal? ich werde das genießen. Ja. Ich werde einfach schauen, dass ich sie am Stück schaffe. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Ada damals gebraucht hat, Ja. aber ich werde auf jeden Fall schauen, eine überschaubare Zeit, mit viel Geschmack, Genuss und hoffentlich 8 Döner. Darf ich dich eine Sache aber vorher noch fragen? Sehr gerne. Kann man sagen, dass du so eine kleine Fehlbildung innerer Natur hast, dass es alles so leicht reingeht? Weil andere Menschen würden ja gefühlt, also es geht ja nicht bei anderen Menschen. Ja, Ist ja auch Training, ja, natürlich ja, der Magen ja, dehnt ja, sich. ja. Aber wenn ich so viel essen würde, ich könnte die Nacht nicht schlafen, weil dann kann ich nicht mehr atmen und Das so. Geheimnis ist, danach zum Sport zu gehen. Ja, mache ich auch. Ich schwör's dir, ich mache danach Sport, alles, aber ist Katastrophe bei mir. Bei mir ist mittlerweile geht's echt. Ja? Ja. Und vielleicht auch sogar der Genuss, der letzte Döner. So sieht's nämlich aus. Ich hoffe es. Wenn Geil, die richtig ey. zubereitet werden von dir, Ja. dann hoffe ich doch. Ne? Ja, ich gebe mir Mühe, auf jeden Also Fall. mein Lieben, dann würde ich sagen, mein Lieber, auf Okay, geht's. auf geht's. In die Auf den- legendäre Holle Challenge. Ne? Es winkt Goldpass, ein lebenslang Holles Kebab für die Ewigkeit. Ja. Wir schauen, wie lange wir brauchen für den deutschen neuen Rekord. Ich sag Mein Lieber, bist du Weltrekord ready? sogar. Ich bin ready. Weltrekord. Ja. Viel Spaß, let's go. Jetzt geht's los. So, gehe ich mal rein da in den ersten Dann bisschen gehen wir hier. rein in den ersten Wissen hier. Ich gucke mir mal ein paar Chatfragen an. Kann ich so ein Handy einfach wegnehmen? Ja? TikTok. TikTok Haben wir hast du gerade genommen. Zuschauerrekord 5000. 5000, oha, das ist aber wild, ey. Beim Dönerrekord ist das aber auch nachvollziehbar. Ja, also ihr seid auch herzlich willkommen. Wie gesagt, wenn wir hier das Like-Ziel erreichen von 1 Million Likes, ich bin nicht so im TikTok-Game drin, ich weiß nicht, wie schwer das ist, dann können hier 5 Leute kommen. Also Also wir sind gleich schon mal 500.000. ehrlich? Ja, da oben links steht's. Ah, scheiße, ey. Also die ersten 5, die kommen von TikTok und von irgendwelchen anderen Plattformen, können sich hier anmelden. Ich mache den Döner fertig, höchstpersönlich. Aber ich soll dir was sagen. Ja. Jetzt mal unabhängig davon von irgendwelchen Live-10-Rekorden. Schmeckt wirklich gut. Ja, danke schön, mein Lieber. Danke, danke. Also, das freut was ich mich. jetzt schon so krass rausschmecke, was ich in der Art und Weise noch nie hatte, ist das Fleisch. Also ja. das Fleisch ist so dominant. Ne? Ich bin normalerweise ein Hähnchendöner-Typ. Ja, Aber das mit diesem, ich sag mal, Weiderind ist es tatsächlich. das Weiderind, ja. Ne? Ist ein anderes Level. Ne? Also man kann so sagen, du tust gerade eine gute Tat, weil du supportest dieses Weiderind-Game. Mein Ziel ist es ja, dass ich nach Möglichkeit irgendwann sagen kann, ich habe so und so viel Volumen auf dem Markt eingenommen mit Tieren, die ein artgerechtes Leben hatten. Und du supportest das Ganze jetzt hier, also kann man sagen, du hast was Gutes getan. Mit jedem Döner, den du gerade isst,
eine gute Tat mehr. Das hat mir auch noch nie einer gesagt. Also, da muss ich vielleicht noch mehr essen als 8 Döner. Ja, ist so. Wie ist denn jetzt die Taktik, Sebastian? Also ich werde jetzt gleich den noch mal probieren, Ja. ne, damit ich ja auch sagen kann, welches Brot Ja. mir besser schmeckt. Und dann, wenn ich den noch mal probiert habe, würde ich sagen, kannst du mir nach und nach die zweiten nur Fleisch die nächsten. Aber ich probiere jetzt erstmal noch den anderen mit dir. Aber wie ist das beim Wettessen generell? Sollte man Gas geben oder ist es besser, ganz entspannt zu machen? Meiner Meinung nach das Geheimnis. Ja? Ja, weil du verkrampfst doch sonst. Aha. Weil du weißt es doch selber vielleicht, ne, wenn man Stress hat, ne, wenn man irgendwie unter Druck ist, irgendwie kann man da nie so viel essen. Nee. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich genieße, das ist irgendwie mein Geheimnis, ich genieße das Essen immer, Ja. dann passt irgendwie, weil dann lässt es dir gut schmecken und irgendwie passt immer was rein. Ja. Und ich glaube halt einfach, das ist das, was ich den Leuten immer nur sagen kann, einfach genießen, auch wenn man viel essen will, weil dementsprechend passt vielleicht auch mehr, wenn es gut schmeckt. Kannst du haben. Kannst du haben. Wobei natürlich bei 4, 5 Dönern irgendwann bei den meisten der Genuss weg wäre. Meinst du doch 4, 5? Boah, schon vorher. Schon vorher. Also ganz unter uns, ich habe gestern hier 2 Döner. Ich wollte dich gerade fragen, was meinst du, wie viel du jetzt schaffst? Schwer zu sagen. Also ich habe gerade, nicht gestern, Freitag so einen All-You-Can-Eat-Döner mir reingehauen. Die haben aber ein Riesending gemacht. Ich hatte hier 3 Stunden vorher 2 Döner gegessen. Und dann habe ich da 2 gegessen und so ein Drittel von so einem Dürüm. Und da war Schicht im Schacht bei mir. Die Döner waren zwar, muss ich sagen, mindestens 1,5 Mal so groß wie normale. Also sagen wir mal, ich habe 3 Döner gegessen hintereinander. Da war so... Klar, ich hätte einen 4. mir reinkloppen können, aber es wäre tot gewesen. Es wäre tot. So, Ja, dann bin ich mal gespannt, wie viel wir schaffen. Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall in 5 Minuten mit Quatsch ein bisschen den ersten Döner soweit durch. Ihr seht im Hintergrund, ne, haben wir schon die Tafel aufgestellt, wurde schon durchgestrichen. Ein Döner von 8 ist geschafft. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das andere Brot schmeckt. Ja, da bin ich mal ganz gespannt, was du sagst, weil das ist so ein Ding, das gibt es halt nirgendwo anders. Oder inzwischen natürlich haben es ein paar nachgemacht, sage ich mal. Aber so in Dönerform hat es das nicht gegeben und dementsprechend wird es jetzt auch das erste Mal sein, dass du so ein Brot zum Döner isst. Also soll ich dir was sagen? Es erinnert mich mehr vom Teig her jetzt so an Pizzateig als an Dönerteig. Ja, also es hat Pizza-Parallelen, ist aber nun doch wieder auf gewisse Weise anders. Ne? Aber es ist in der Tat so, dass da Pizza-Parallelen am Start sind. Also gerade weil ja aktuell viel im Hype oder ja auch ich sag mal seit ein paar Jahren ist diese neapolitanische Pizza, die natürlich noch mal viel, viel weicher ist, aber die du dir auch, ich sag mal, so zusammenklappst und so isst. Ne? Ja. Deswegen erinnert mich das jetzt gerade gar nicht so krass an Döner, klar mit dem Dönerfleisch, aber eher in so eine, also Pizzateig-Dönertasche, so würde ich es quasi so ein bisschen bezeichnen. So, weißt du, was ich meine? Ja, So eine neue Art und Weise. Ich finde es aber mega interessant. Ich muss dir aber ehrlicherweise sagen, ich glaube, ich brauche doch ein paar Döner mehr, um zu sagen, was mir jetzt, ich sag mal, vom Brot her besser schmeckt. Kriegst du. Du kriegst ja gleich auch noch mit Soßen. Da werden wir auch noch den Ich Vergleich glaube, machen. fehlt mir das. Ich bin wirklich eigentlich so ein Soßentyp. Ja, ich werde dir auch noch einen Döner machen, den ich ganz basic belege, weil ich habe jetzt normal viel draufgehauen, weil sonst heißt es danach, der haut wenig rauf, aber ich esse eigentlich nur zum Beispiel mit Zwiebel und Pepperoni oder nur Zwiebel, Tomate. Ich denke, die Zuschauer werden uns verzeihen, wenn du einen Döner mal so isst, wie ich ihn essen würde, dann isst du den mal so. Und ja, da bin ich mal gespannt, was du sagst, weil eigentlich will man ja das Fleisch präsenten und deshalb nicht so viel Salat draufknallen. Dann würde ich sagen, mach dich mal auf, denn ich habe den bist ja zweiten Mal fast schon fertig, durch. ne? Scheiße. Und dann warten wir auf die nächsten und ich leg mal ein Ich bisschen mach los, dir mal meine erstmal Lieben. einen, bevor du jetzt zu lange wartest, oder soll ich Nee, dir mach gleich ruhig, zwei? ja, jetzt die nächste Runde können wir ruhig 2 machen. Okay, dann mache ich direkt wieder 2. Ich denke mal, danach gehen wir mit einem. Also meine Lieben, während Holle schön uns die nächsten beiden präpariert, gehe ich in den zweiten rein. Let's go. Zwei haben wir jetzt geschafft. Oh, Dann stellen wir mal einfach hier drauf, würde ich sagen. würde ich auch sagen. Der Welle. Den noch weg. Und dann Das ging aber schnell. Also Leute, schwuppdiwupp, ich bin gerade erst fertig geworden. Haben wir schon 2 Döner durch und damit sind schon die nächsten beiden da. Was hast du jetzt quasi für uns parat? Ich zeig dir jetzt hier mal Folgendes. Ich zeig das mal, ich finde das immer ganz geil. Ich habe ja mal Kochstreams gemacht. Ich zeig das mal vorne in die Kamera. Mach das sehr gerne. Mal hier rein Mach das sehr gerne in die Kamera. laufen hier. Ja, mach ruhig die Hauptkamera, genau. Okay, ich mach mal hier, aber auch für die Livestream-Zuschauer. Kannst du auch machen. Einmal hier. Das ist ein Döner jetzt gerade, da haben wir eine Soße vom Sternekoch. Wir machen ja mal Kooperation, das mit Jens Rittmeier. Okay. Die Soße ist wirklich aufwendig gemacht, eine Currysoße. Ich hätte niemals gedacht, das passt zum Döner. Ist das immer eine saisonal bedingt oder ist das Immer dann ein dauerhaft? Monat. Ein Monat, genau. Ach, wie geil ist das Ja, denn? das ist jetzt einen Monat lang am Start. Muss selber mal probieren, aber das hat halt nichts, also in dem Sinne nichts mit einer normalen Currysoße zu tun. Da ist Kräuteröl drin, da ist Limette drin, da ist Honig drin, der Joghurt ist abgehangen, das ist richtig special gemacht. Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, auch Ja. wenn es der dritte Döner schon ist. Ja, genau. Und
Dementsprechend lass dir schmecken. Ich probiere den mal. Der hier ist dann so gemacht, wie ich ihn essen würde, ohne Soßen. Etwas basic. Auch wieder ohne Soße. Genau, der ist basic, ohne Soße und auch nicht mit so viel Belag. Genauso würde ich ihn essen, wenn ich ihn essen würde. Boah, schmeckt das krass. Ja? Das ist krass. Voll. Also wie gesagt, ich bin Soßen-Fan. Boah, süßlich, aber eine leichte Säure mit da drin. Ne? Ja, ja. Und dann mit dem Fleisch halt, ne, weil es auch so würzig ist. Boah, das scheppert mich gerade weg. Freut mich. Also das muss ich sagen, scheppert gerade. Freut mich. Das ist ein ganz anderer Aufbau, der ringelt sich ja durch die Bindemittel und wird dick. Und da haust du 150 Gramm rein, das Ding sieht full aus. Jetzt ne? nur mal so, Leute, ne? Wir sind gerade dabei, ich habe gerade den dritten Döner durch, hinten wurde durchgestrichen. Und wir haben gerade im Livestream darüber gesprochen, dass viele schreiben, Holle hat Mini-Döner. Also ich weiß nicht, was ihr sagt, das ist für mich kein Mini-Döner. Und wie gesagt, die Erklärung hat er gerade auch geliefert. Aber wie gesagt, also ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Für mich ist das ein Döner, wie ich ihn sonst auch überall bekomme, wenn ich keine Kamera mit dabei habe. Und auch mit Fleischeiben drum und dran. Und das ist jetzt hier dein Favorite, ne? Wie du ihn bestellt Das ist hast. mein Ne? Favorite, genau. Und man muss ja auch das Verhältnis sehen, wie man, also was man bezahlt und was man dafür kriegt. Und was sagst du? Bist schon ein bisschen full? Man unterschätzt es. Man unterschätzt es, ja? Mega. Also ich kann es auch gar nicht einschätzen, weil es ja wirklich 100% Fleisch ist. Ja. Da, wenn du jetzt eine Challenge machst mit einem Berliner Döner, weiß ich nicht, ob es einfach ist oder ob es dir irgendwann schwerer auf dem Magen schlägt, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Kommt immer auf das Verhältnis an. Aber ich muss sagen, man merkt, dass das, wie du gerade schon gesagt hast, nicht irgendwie mit gepumpt ist oder mit Luft und keine Ahnung was ist, sondern es ist wirklich Nahrung. Also, es knallt wirklich rein, kann man nie anders sagen. Letztes Stück vom vierten Döner. Ich habe gerade auch gesagt, mir schmecken die mit Soßen ein bisschen besser. Flutscht ein bisschen, vielleicht weil ich auch dran gewöhnt bin. Aber damit würde ich sagen, mein Lieber, Mach ich dir 2 weitere, ja? machen wir 2 weitere. Okay, okay. Ich werde jetzt mal die Soßen ein bisschen durchspielen, dass du ein bisschen Abwechslung hast. Ja. Und dann, ja, bis gleich auf jeden Fall. Gehen wir rein in Döner 5 und 6. Diesmal hast du wieder andere? Ich habe wieder andere. Diesmal habe ich einfach, ich muss sagen, habe ich auch vergessen, eigentlich kommt die Soße unten in einfach Joghurtsoße, auch Okay. recht basic. Und da habe ich mal Chimichurri und Joghurtsoße gemacht. Das ist so eine Petersiliensoße, Limette drin, Salz, Pfeffer, Olivenöl. Wie viele verschiedene Soßen habt ihr? Wir haben 3 immer und einmal eine Special-Soße. Einmal diese Monatssoße. Ja, genau. Also eigentlich recht basic aufgestellt. Das war so eigentlich mein Ziel, dass nicht zu viel, dass du da vom Display stehst und dann, oh, weiß nicht, was du hier machst, weiß nicht, was du da machst. Vielleicht kommt noch mal eine hinzu irgendwann, aber wird nicht zu viel werden. Also Leute, ne, damit gehen wir in den 5. Döner rein. Probieren jetzt das Ganze mal mit Joghurt, wie er gerade gesagt hatte. Ich muss ehrlicherweise sagen, die Leute haben mich jetzt gefragt, welches Brot mir besser schmeckt. Stand jetzt würde ich tatsächlich das Standardbrot sagen. Ja, geil. Und es kam vorhin die Frage auf, was heißt Premium-Döner? Ja, ich kann es mal versuchen, in meinen Worten zu erklären. Also Leute, wir haben jetzt gerade den 5. Döner durch. Der erste Zuschauer ist vorbeigekommen, der einen kostenlosen Döner gewonnen hat, weil er im Livestream haben wir ja 1 Million jetzt schon auf TikTok erreicht. Hat Holle gesagt, ne, gibt es kostenlose Döner für die ersten 5. Rico ist jetzt einer von denen gewesen, die vorbeigekommen sind. Holle macht ihm jetzt gerade einen Döner fertig. Und wie du schon sagst, du würdest vielleicht 2 oder so schaffen. Ah, da ist schon dein Döner. Hier, mein Lieber. Oh, mega. So, serviert auch noch für dich natürlich. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Gerne. So, Holle, Danke 5. dir. Döner ist auf. Ich würde sagen, ich gehe in den 6. rein. Ist das jetzt Let's der go. Ey, der Typ ist nicht normal, Mann. Ja. Ei. 6 Döner haben wir hinter uns. Ihr seht, auch hinten wird wieder schön fleißig abgestrichen. Versuche mich gerade mal wieder ein bisschen sauber zu machen. Holle macht die letzten beiden fertig. Habe so ein bisschen gesagt, so mein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Favorite, der mir mit dieser Currysoße sehr gut geschmeckt hat. Der gerade auch mit dieser, ich weiß gar nicht, was es war. Hat er gesagt Kimchi? Ich weiß es gar nicht. Der war auch sehr, sehr lecker. Aber ansonsten war, wie gesagt, der mit der Currysoße, dieser Signature, sehr, sehr lecker. Und ja, einen scharfen kriege ich noch. Zum Glück kriege ich den zum Ende und nie am Anfang. Und dann, ja, Döner 87, muss ich sagen, ich bin schon echt gut voll. Also auch von der Zeit her, ne, ist noch überschaubar. Aber nichtsdestotrotz wird es jetzt eine richtige Aufgabe mit den letzten beiden. Aber auch die versuchen wir. Und damit hätten wir den wirklich neuen deutschen Rekord aufgesetzt. Puh. Aber es wird noch eine Aufgabe.
Also meine Lieben, die letzten beiden Döner sind da. Einmal wieder mit der Currysoße, ne? Currysoße und einmal die Esme von der alten kurdischen Mama. Ja, den muss eigentlich zuerst, bevor der welcher letzte ist wird ja das? vielleicht krampft. Das hier ist der mit der Esme-Soße, genau. Ja, ein bisschen schärfer, ne? Bisschen schärfer, aber jetzt nicht so wild. Ich muss sagen, den Fund, was war das? War das Kimchi-Fund, was ich noch hatte? Chimichurri. Chimichurri. Der war auch sehr lecker. Der war gut, Der war ne? auch sehr lecker, muss ich sagen. Ja, also das ist so eine, sag ich mal, gängige Variante, wie sie auch im Steakhouse serviert wird. Okay. Petersiliensoße zum Steak. Diese Hat mir sehr Chimichurri. gut geschmeckt. Freut mich. Was einige auch schon schreiben, wenn ich jetzt mal Leute in den 7. Döner reingehe, dass ich mir vielleicht hätte einen leichteren Standort ausgesucht, weil dadurch, dass das Fleisch viel fettiger ist, es möglicherweise schwieriger ist. Das kannst du auch, aber das kann ich einschätzen, wenn man jetzt, sag ich mal, so Wagyu-artiges Fleisch vergleicht mit normalen, ob das wirklich schwieriger runtergeht. Also es wird mehr Kalorien haben wahrscheinlich durch das Fett, ne? Aber das kann ich sagen. Aber du hast ja jetzt, muss man sagen, mit 8 Dönern, du hast 1,6 Kilo Fleisch hast du weggeknallt. Boah. Ja, und also gebratenes Fleisch, nicht roh, wo dann noch Dings runtergeht, sondern gebratenes Fleisch 1,6 Kilo. Wir gehen in den 8. Döner rein, der 7. ist verputzt und damit der Ja. Rekord eingestellt schon mal. Ja, Und damit in den finalen 8. nochmal mit der Currysoße als kleiner Signature. ja, Puh, und ich muss sagen, langsam merke ich's. ja. Ja. Ja, das knallt langsam rein. Ups, ja. Noch ein bisschen Schluck auf und so, also es knallt langsam rein. Ist es schon so schlimm, dass ich sagen würde, gut, ich kenne deine Einkommensverhältnisse nicht, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich gebe dir 250 €, wenn du 10 Stück isst, wäre das so, wo du sagst, für 250 €? Für den 9. vielleicht, aber für den 10. da müssen wir noch mal drüber quatschen. Ja, mein Lieber. ist das so? Da müssen wir noch mal drüber quatschen. ey. Aber lassen wir mal den 8. Okay, essen und ja. dann schauen wir dann noch mal Ja, hau weiter. den mal rein, den 8. Ja. Bin der Überzeugung, du hättest die 10 geschafft. Wenn es jetzt, Ich sag mal so, wir gehen jetzt erstmal in den 8. rein ja. und haben damit einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. Ich würde sagen, ich mach mal so. Ja, also Applaus, Applaus. Das ist schon eine Hausnummer, ey. Das ist schon eine krasse Hausnummer. Am liebsten hätte ich jetzt hier Konfettikanonen, die so losgeschossen werden, aber ja, das fühlt sich bei dir sehr normal an, dass du das jetzt gemacht hast, muss ich so sagen. Ich sag mal, mit ein bisschen Wartezeit, Stunde 10 Minuten, Ja. 8 Döner gegessen und damit, sage ich mal, den Rekord von Ada geknackt Ja, und ja. einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. Und ich muss dir ehrlicherweise sagen, unabhängig jetzt vom Rekord, ich habe es ja gerade schon gesagt, boah, waren die geil geschmeckt. Dankeschön. Aber Leute, meine ich wirklich ernst. Ich habe es von vielen ja von euch schon gehört bekommen, gelesen. Viele, die das getestet haben, die gesagt haben, geschmacklich. Ich meine, ihr seht es im Hintergrund, ne, die ganze Zeit. Es ist hier, ihr steht 20, 30 Minuten an. Da schaffen wir in 15 Minuten jetzt 15, normalerweise. okay. Ja, schaffen Wir wir. will nicht In unfair der sein. Regel, in der Regel. In der ja. Regel. Ja. Heute ist Sonntag. Ja. Ja. Verkaufsoffener Sonntag. Vielleicht da 5 Minuten länger. Ja, das Aber könnte ich habe immer passieren. nur 5 Minuten gewartet. Danke dafür. Gerne. Aber Halleluja. Und ich glaube, das ist, was auch viele unterschätzen. Weil viele auch gefragt haben, Premium, Qualität Fleisch. Es ist fettiger, weil es geschmacklich intensiver dadurch ist. Und ich glaube, weil du ja auch sagst, es hat dementsprechend mehr Kalorien als vielleicht so ein Hähnchendöner. Und ich merke es auf jeden Fall. Ja, glaub also ich. vielleicht wäre ein Hähnchendöner vielleicht doch, ich sag mal, leichter gewesen. Hähnchen wäre leichter safe gewesen. Ja. Deswegen merke ich die 8 Döner, wenn der mal sagt, hier so Mini-Döner, also die merke ich gerade. Halleluja, mein Lieber. 8 Stück, ey. Boah, Bruder, ich möchte das gar nicht wiegen, wie viel das gewogen hätte, ey, das gesamte Ding. Ja gut, 1,6 Kilo Fleisch hast du ja Nur schon mal Fleisch. gehört, ne? Und dann der Rest noch dazu, also Boah. das schon eine Hausnummer, die. Also Leute, damit haben wir 8 Döner, den neuen deutschen Rekord mit Holle zusammen aufgestellt. Einen geilen Livestream gehabt, geile Unterhaltung. Holle hat ein bisschen was, ich sag mal, erzählt zum Franchise etc. pp. Kommt gerne in Zukunft. Natürlich in den Livestream, wenn ihr das gerne live miterleben wollt. Kostenlose Döner haben wir rausgehauen, auch noch für die Leute. Plus jetzt, ich sag mal, wirklich wahrscheinlich den geschmacklich mit besten Döner hier probiert, den ich heute hatte. Mein Lieber, ich danke dir vielmals dafür. Ich danke Nochmal. dir, Sebastian, Also, kranker Typ. wie gesagt, 8 Stück haben wir jetzt geschafft. Wenn es vielleicht einer mal schafft oder ihr wisst, irgendwie einer schafft nochmal 8 oder Ada liest oder sieht das, können wir ganz gerne vielleicht nochmal was machen, wo wir sagen, okay, komm, wir nehmen mal uns 8 oder 9 vor, nochmal einen neuen Rekord zusammen oder so. Aber ansonsten haben wir erstmal eine neue Benchmark. Und natürlich, was wir nicht vergessen dürfen, den kostenlosen Stempel, die Goldcard für die Ewigkeit. Den Auch gibt's das haben auch, wir jetzt ja. noch.
So, jetzt halte ich das hier mal nochmal fest. Super. Sehr geil. Alles klar. Ich danke dir, mein Lieber. So, Ich danke dir. Leute, Stempel Nummer 26 und damit Holle Honnes Kebab Döner für die Ewigkeit. Ja, Mann. Damit danke ich dir für eine geile Challenge, mein Lieber. Danke dir. Für vor allem das Wichtigste, ein geiles Essen. Kostenlose Döner für die Ewigkeit. Sehr gerne. Einen neuen deutschen Rekord. Ja. Und vielleicht sehen wir uns hier wieder und knacken das Ganze mal oder nehmen wir uns was Neues vor. Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt Welle schlägt, sodass der Rekord gebrochen wurde. Und dann wird es bestimmt den einen oder anderen Verrückten geben, der es versuchen wird zu brechen und Okay. es vielleicht auch tun wird. Ja. Dazu sage ich aber auch immer, nicht irgendein Zusammenschnittvideo, ne? Da hat es schon einige Kasper gegeben. Deswegen wollte ich das ja auch, ich sag mal, oder mache ich das live, ne, jetzt auch mit Stoppuhr, mit dir, ne, weil es dann einfach auch so, ich sag mal, ja, jetzt keiner sagen kann, ne, oh, ist zusammengeschnitten, dies, du wirst immer die ein, zwei haben, die jetzt nur das Video schauen. Aber so, ich meine, wir sitzen hier mitten in der Europapassage, gerade an Morph, also ich weiß nicht, mehr real hätte jetzt nicht sein können. Es ist live gewesen, also da haben wir jetzt 3.000, 4.000 Zeugen mindestens gehabt. So sieht's die aus. das Also, bezeugt ich sag mal, haben. Leute, schreibt mal in die Kommentare gerne, wenn ihr nochmal uns zusammen sehen wollt. Vielleicht, dass wir einen neuen angehen. Gehen wir nochmal einen deutschen Rekord ein. Vielleicht knackst bis dahin einer. Damit würde ich sagen, Holle, verabschieden wir uns aus jeden Hamburg von Fall. Honnes Auf jeden Kebab. Fall. Bis dann, Bis ihr zum Lieben. nächsten Mal. Ciao, ciao. Was nehmen wir denn für einen Nachtisch? So, meine Lieben. Der liebe Rico, ne, der den kostenlosen Döner von abgesandt hat, hat uns netterweise ein Eis gebracht, ne? Ein McFlurry, Karamell und einmal Oreo. Genau. Sage ich vielen, vielen Dank. Aber Sehr weißt du, gerne. was noch besser ist? Sollen wir uns das nicht teilen? Das können wir gerne machen. Welches willst du haben? Mir völlig egal, ich mag alles. Ich auch. Und dann sage ich mal, auch wenn wir es fast vergessen hätten, denn ich wurde auf euch aufmerksam gemacht, lass es dir schmecken, schöner Nachtisch mit einem neuen deutschen dir auch. Rekord. Lecker. McFlurry. Also mir geht immer. schmeckt's. Das geht immer. Ich danke dir vielmals für das Kein Eis, Problem. Sehr für gerne. den Nachtisch, den ich hier fehlen darf. Und jetzt sind wir auch wieder raus. Diesmal meine Lieben mit Rico. Ciao, ciao. Mach's gut, ciao, ciao.